Was bedeutet reich und wann weiß jemand, oder sie reich ist? Am Anfang begreifen wir, dass die Bedeutung des Wortes reich zwischen Leuten verschiedene Dinge meint. Und wichtiger unterscheidet sich die Meinung der Menschheit normalerweise ganz vom Ansicht Gottes. Lassen uns am Fuß an der Leiter beginnen und klettern. In der Geschichte der Welt, die Ansammlung der Besitzen hat Reichtum bedeutet. Aus heutiger Sicht nennt die Sozietät einen Mann der reichste Mensch auf der Erde, nur weil er viele Ressourcen hat. Der Markt sagt leider zur meisten Leute mehr als Geld. Ja, das Geld kauft Positionen mit Macht und Einfluss. Also viele Menschen, darunter die Leute in der Regierung und Medien, glauben, dass die Meinungen der Menschen, die großes Reichtum haben, für alles Recht haben. Das Publikum nimmt mit der Politik, der Gesundheit, der Familie oder der Wahl beim Einkauf an, die Wahrheit sprechen. Deshalb haben die Berühmte Zeit vor eurer oder meiner Geburt für Waren, Dienste und Kandidaten gesprochen. Wenn erfolgreicher Herr so und so sagt, dass eine gewisse Getreideflocke am besten ist, hat er sicher recht. Es klingt komisch, aber wenn die Strategie nicht funktioniert hat, würde die Firma keinen Berühmt zahlen, um für sie zu sprechen. Wir steigen jetzt von der niedrigen Stufe auf. Wir wissen, Geld kann nicht dafür garantieren, dass jemand nötige Dinge im Leben haben wird. Reichtum ermöglicht mehr moderne ärztliche Behandlung, aber keine Summe kann Gesundheit versprechen. Eine starke Ehe oder Familie kommt nicht automatisch mit Vermögen, weil wie viele Schauspieler und Berühmte auf eine lebenslange Eheverpflichtung einen Anspruch erheben. Sogar mehr notwendig kann man keine Ehrlichkeit, keinen guten Ruf, keinen Respekt und kein reines Gewissen mit hohen Summen kaufen. Ich will, dass ihr mich versteht. Ich glaube nicht, dass das Ziel Jesu ist für jedermann die Armut. Die Bibel sagt, Abraham war sehr reich an Vieh, Silber und Gold. 1. Mose Kapitel 13, Vers 2. Nirgendwo verurteilte Gott ihn über das Reichtum. Hiob, der recht und gottesfürchtig war, hatte auch den Titel Herrliche denn alle, die im Osten wohnten. Hiob Kapitel 1, Vers 1 und 3. Zahlreiches Besitzen haben ihm gehören. Paulus lehrte Timotheus, den Reiches von dieser Welt gebiete, dass sie auf den lebendigen Gott hoffen, dass sie Gutes tun, reich werden an guten Werken. 1. Timotheus Kapitel 6, Verse 17 und 18. Offensichtlich hat die erste Kirche Mitglieder, die reich waren, und der Herr hat nicht sie geboten, ein verschiedenes Leben zu folgen. Das Problem liegt in unserem Ansicht des Reichtums. Im Vers, den ich jetzt gerade erwähnte, warnte Paulus die Reiche, dass sie nicht stolz seien, auch nicht hoffen auf den ungewissen Reichtum. Wenn wir denken, dass Geld uns besser als andere Menschen macht, haben wir eine falsche Meinung. Wenn das Geld unsere Sicherheit ist, werden wir vielleicht mit Schmerz lernen, das Geld hilft wenig in einem echten Notfall. Wenn wir aber verstehen, dass die Ressourcen Werkzeug sind, um die Arbeit Gottes zu segnen, sind sie echte Investitionen. Ressourcen schließen nicht nur Geld ein, denn der Apostel sagt, denn sie reich werden an guten Werken, gern geben, behilflich seien. Unsere Zeit, Anstrengung und Aufmerksamkeit
haben oft zu den Bedürftigen mehr Wert als einige Euros. Etliche Jahre vor hat jemand mir die Frage gestellt, die ich am Anfang vorgetragen habe. Wann weißt du, dass du bist reich? Meine Antwort war, was ich nun gebe, wenn du hast Zufriedenheit. Wenn ich zufrieden nicht werden kann, ist keine Summe des Geldes oder der Dinge genug. Wenn ich aber zufrieden bin, lebe ich in Freude und der Segen übertrifft jeden Tag alle meine Erwartungen. Hebräer Kapitel 13, Vers 5 darlegt: Lass euch genügen an dem, was du hast. Denn der Herr, hat gesagt, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Als ich den Vers las, kam ein Funke in mein Gehirn. Was du hast. Bitte erinnert euch, dass man das Buch Hebräer zu der Kirche geschrieben hat. Ich habe über diesen Vers gedacht. Das bedeutet, dass ich mit meinem Leben mich zufrieden geben sollte, sogar wenn es gering ist. Ja, wir sollten Dank für jede Lösung und jeden Segen geben. Und der Vers sagt auch, dass wir nach dem Besitz der anderen Menschen nicht gelüsten sollten. Möge ich aber den Vers mit einem anderen Vers verbinden, damit wir unser Reichtum verstehen, als wir nach Dingen nicht gelüsten, sondern in Übereinstimmung mit Jesus leben. Wenn ich denke, ich habe wenig, messe ich mich mit dem Maß der Welt. Dann genieße ich nicht das Privileg, dass mir ein Kind Gottes gehört. In Apostelgeschichte 2 wurden die Anhänger Jesu mit dem Heiligen Geist erfüllt und im Namen Jesu getauft. Jesus hat versprochen, dass sie Kraft empfangen würden, als sein Geist über sie kam. Ich glaube nicht, dass sie die Möglichkeiten des Versprechens verstanden haben. Petrus und Johannes sind in Apostelgeschichte 3 zum Tempel für Gebet gegangen. Ein lahmer Mann brachte sie da zum Standstill. Er bettelte von ihnen das Almosen, Silber oder Gold. Er hatte Not und wollte Hilfe in Form von Geld. Das ist der Plan der Welt. Haben Sie ein Problem? Sie brauchen mehr Geld. Jedoch hatten die Apostel etwas besser. Petrus erklärte, er konnte kein Silber oder Gold anbieten, aber was ich aber habe, das gebe ich dir. Vers 6. Er griff den Mann bei der rechten Hand und als er ihn aufrichtete, bekamen die Füße und Knöchel des Mannes neue Stärke. Was hatte Petrus zu geben? Er gab die Stärke Gottes, die ein Wunder produziert. Was sind die Dinge, die ich habe? Zusammen mit der neuen Geburtserfahrung hat die Kraft Jesu mir alles im Betreff des Lebens und der Gottseligkeit und die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt. 2. Petrus Kapitel 1, Verse 3 und 4. Der Herr Jesus Christus, der alles machte und wem alles gehört, war arm und euretwillen, auf dass ihr durch seine Armut reich würdet. 2. Korinther Kapitel 8, Vers 9. Gott kann machen, dass allerlei Gnade unter euch reichlich sei, dass ihr in allen Dingen volle Genüge habt und reich seid zu allerlei guten Werken, indem ihr in allem reich geworden seid zu aller Freigebigkeit. 2. Korinther Kapitel 9, Verse 8 und 11. Als ich in der ersten Beziehung mit Jesus bin, mit seinem Geist erfüllt, habe ich in jedes Teil meines Lebens alle des Reichtums des Herrn. Philipper Kapitel 4, Vers 18 erzählt das Zeugnis eines reichen Mannes. Ich habe alles und habe überflüssig. Habt ihr das verstanden? Der Mann sagte, dass sein Leben überfließt, weil er alles hatte.
Ich würde ihn für reich halten. Aber warte, wo war der Mann, der die Worte geschrieben hat? Philipper Kapitel 1, Vers 13 zeigt, dass in Fesseln war. Paulus war in Rom ein Gefangener. Gab zu der Kirche in Philippi Dank, denn sie hat Geschenke geschickt, seinen Mangel zu fühlen. Reich? Ja, wusste, dass in das Maß des Himmels reich war. Ist mit Jesus viele Straßen gegangen und hat gelernt. Das Maß der Welt erzählt nicht eine komplette Geschichte. Der König aller Könige beachtete Paulus und ein Bote des Königs lieferte, was Paulus brachte. Außerdem wusste Jesus, der König, jeden Umstand, bevor Paulus beten konnte, und der Herr sendete einen Botschafter, die Lösung zur Verfügung stellen. Sogar mehr lebte der Geist des Königs in Paulus. Deshalb hatte immer die Kraft, Weisheit und Gerechtigkeit des Königs. Ja, war reich, aber nicht mehr als wir werden können. Wir haben die gleiche Gelegenheit. Ich musste einen mehr Punkt sagen. Als wir in Jesus reich sind, brauchen wir keinen Wachmann, unseren Schatz zu schützen. Wir haben keine Angst, dass jemand unsere Segen nehmen wird. Wir bleiben nicht in der Nacht wach oder machen uns krank vor Sorge wegen unserer Investition. Wir haben unseren Schatz im Himmel gestellt, wo da weder Motten noch Rost fressen und da die Diebe nicht nach Graben noch stehlen. Matthäus Kapitel 6, Vers 20. Der weise Mann Salomo erklärt, der Segen des Herrn macht reich und fügt keine Traurigkeit zu. Sprüche Kapitel 10, Vers 22. Was ich habe? Freude, Friede, Zufriedenheit, Hoffnung, Glaube und die grenzenlose Kraft des allmächtigen Gottes. Ich kann nicht für euch antworten, aber ich weiß, dass ich reich bin. Wenn Sie noch nicht in Jesus reich sind, kommen Sie höher auf der Leiter klettern. Wir lassen die schwachen und dürftigen Satzungen der Welt, Galater Kapitel 4, Vers 9, die auf der niedrigsten Stufe liegen, ziehen näher zu Jesus, folgen sein Wort und kommen mit uns, die in dem Herrn reich geworden haben. Gottes Segen.